dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Design. Wanikrab Pipi, Wanikrab Tukon. Heute nehme ich euch ein bisschen mit. Ich habe mich dieses Jahr auch dazu wieder entschlossen, Fische in meinen See oder ja, in unserem großen See hier einzusetzen. Das habe ich jetzt getan oder werde euch das jetzt zeigen, wie ich da vorgegangen bin. Und ich würde sagen, ich wünsche euch mit dem Video einfach viel Spaß, lasst euch überraschen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch dieses Video fleißig kommentiert, fleißig liked. Und für die neuen Zuschauer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr kein Video von mir. Und ich würde eben sagen, wir fangen jetzt an. Ich zeige euch, wie ich da vorgegangen bin mit den Fischen. Viel Spaß mit dem Video. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving. Ja, jetzt bin ich gerade auf der Farm angekommen. Ich habe mir Fische gekauft für unseren großen See. Die Fische werde ich jetzt einsetzen. Die sind mir gerade angeliefert worden. Und zwar habe ich 2000 Planinnen bestellt und 2000 Blattaptim. Das ist dieser Talapia. Dieser Blattaptim ist der Talapia, der goldfarbig ist, der hier gerne als Speisefisch verwendet wird. Ich habe da jetzt eben insgesamt 4000 Fische gekauft. Pro Fisch habe ich 1,5 Baht bezahlt. Das heißt, ja, ich habe mir die Fische jetzt einfach mal gegönnt, weil ich gerne auch mal wieder Fische einsetzen möchte hier in den See. Ich hoffe, dass von den 4000 da ein bisschen was übrig bleibt, weil ich natürlich auch Bladuk, Blaschon und andere Fischarten noch hier drin habe. Dieser Bladuk frisst natürlich auch hin und wieder auch mal kleine Frösche und ist ja wie ein Wels. Aber ich hoffe, durch unsere viele Seerosen, dass die jungen Fische da jetzt ein paar Versteckmöglichkeiten finden und dort ein bisschen abwachsen können. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal die Fische, die ich gekauft habe. Hier seht ihr jetzt die Fische, die gut verpackt wurden. Hier seht ihr jetzt eben diesen Blattaptim, der schon ein bisschen goldfarbig ist. Und hier dann eben diesen Planin, auch Talapia. Also die kommen beide aus der gleichen Familie, aber einfach unterschiedliche Farbe, unterschiedlicher Geschmack vom Fleisch her. Ja, die Fische werde ich jetzt einsetzen. Da lasse ich euch ein bisschen zuschauen da dabei. Mir ist gesagt worden, ich soll die Tüten einfach Minimum 5 Minuten zuerst in das Seewasser einlegen, dass die sich einfach auch von der Temperatur her anpassen. Und ja, dann soll ich sie freilassen. Und das werde ich jetzt gleich denn tun. Ja. Ich würde sagen, lasst euch da zuschauen. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, zu den Fischen, lasst es mich gerne einfach wissen. Schreibt es mir wie immer in die Kommentare, dann kann ich euch da ein bisschen was dazu erzählen dennoch. Ja, der Händler gibt mir eigentlich grundsätzlich ja, keinen Rabatt, also zumindest nicht, er reduziert den Preis nicht. Ich bekomme aber meistens bei ihm, ist auch immer abhängig, gerade wie bei ihm die Lage ist, immer Fische kostenlos dazu. Dieses Mal habe ich von jeder Sorte 100 kostenlose Fische bekommen. Ja, das ist für mich okay. Er bringt mir die bis ans Haus. Also er würde sie mir auch bis aufs Land fahren. Aber das ist immer ein bisschen umständlich für ihn und ich fahre die dann immer gern selber raus. Setze die dann auch gerne mal selber ein und ja, habe einfach gedacht, jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wo ich mal wieder Fische einsetzen sollte, weil wir die letzte Zeit halt auch ein paar Mal rausgeholt haben. Sicherlich weniger diese Planin, aber mehr diese Blaserei, aber die vermehren sich bei mir hier auch gut. Dieser Catfish, der vermehrt sich hier im See auch sehr gut. Hatte auch von dem Planin schon vor knapp 1,5 Jahren auch schon mal jeweils 2000 Fische eingesetzt.
Damals hatten wir aber noch nicht so viel Seerosen, also ich vermute, da ist, glaube ich, nicht so viel von übrig geblieben. Und jetzt eben habe ich die Hoffnung, dass ein bisschen da noch was übrig bleibt. Ja. Ich würde sagen, ich setze jetzt mal die nächsten Fische ein. Ich sehe hier schon noch ein paar kleine rumschwimmen. Die Fische halten sich eigentlich immer zumindest mal eine ganze Weile an dem Standpunkt auf, an dem sie eingesetzt wurden. Und deswegen habe ich mir hier jetzt so nah an dem Seerosenfeld den Platz ausgesucht, in der Hoffnung, dass sie sich jetzt dann da gleich rein verkriechen. Aber ich würde sagen, ich setze die nächsten mal ein. Nur schauen, dass mir die Tüten hier nicht wegschwimmen.อะไรครับปลานิ้นปลาทับทิมครับ4,000อะไร Forever, I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. Ja, hier und da sieht man natürlich schon den ein oder anderen Räuber an die Oberfläche kommen. Das ist natürlich klar. Wie gesagt, ich habe ja auch andere Fischarten drin, die ich aber teilweise auch nicht steuern kann. Die Bladuk, also diese Welsart, und Blaschon, die schleppen sich hier selber ein. Die kommen auch über Land. Und dementsprechend kann ich das hier natürlich auch nicht steuern. Klar, ich hätte jetzt die Fische noch in einen anderen See setzen oder kleinen Teich setzen können, nachher den abfischen. Aber das ist mir alles zu kompliziert. Und auch gerade die Fischart Planin und Blattaptim, die haben das auch nicht gern, wenn die irgendwo in einem Netz oder, sage ich mal, in einem kleinen Teich gehalten werden, sondern die wollen gern auch ein bisschen was Größeres, ein bisschen auch eine größere Tiefe. Und ja, ich sehe das einfach auch sportlich. Ich meine, in der freien Natur ist das auch nicht anders. Da überleben die Stärksten und bin mir dessen bewusst, dass von den 4000 Fischen wahrscheinlich, ich hoffe zumindest mal Minimum die Hälfte überleben, aufgrund von den Seerosen eben. Und ja, bin gespannt, aber ich bin einfach auch jemand, der gerne nicht nur aus einem See oder einem Teich entnimmt, sondern auch gern wieder einsetzt. Und dementsprechend wollte ich das dieses Jahr unbedingt auch tun. Habe ich jetzt somit gemacht. Werde das sicherlich nächstes Jahr auch wieder einsetzen, um einfach ja, hier den Bestand irgendwo zu erhalten. Und ja, ich habe da ehrlich gesagt Freude an den Fischen und mir macht das auch Spaß, die auszusetzen in einer schönen Umgebung. Und das haben sie hier, weil wie gesagt, meine anderen Fische, die vermehren sich hier auch
selbstständig schon, also muss die Wasserqualität auch dementsprechend stimmen. Und ja, deswegen hoffe ich einfach, dass ich wenigstens ein paar von den 4000 durchbringe und dann wäre ich schon glücklich. Dann hat der See auch wieder ein bisschen Fischbestand und bis in ein paar Jahren kann man dann hoffentlich auch von denen auch ein bisschen was essen. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir einfach gedacht, ich lasse euch da auch kurz ein bisschen dran teilhaben. Mir macht es immer Spaß, wenn ich ja, den Fischen auch, sag ich mal, eine schöne Umgebung bieten kann. Ich tue das auf jeden Fall gern. Ja, würde sagen, lass jetzt die Säcke hier auch noch ein bisschen liegen. Habe noch 2 auf dem Autodrom. Und ja, dann werde ich wieder nach Hause gehen. Muss bei der Schwägerin noch ein bisschen was machen. Ja, der Grund, warum ich mich gerade für den Tilapia, also für den Planin und für den Blattaptim entschieden habe, ist einfach es ist ein, wie ich es vorher schon angesprochen habe, ein beliebter Speisefisch hier in Thailand. Der wird verwendet eigentlich ja, zu jeglichen Fischgerichten oder vielen Fischgerichten hier in Thailand. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit der Forelle in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich. Der Fisch ist hier gleich beliebt wie die Forelle eben und dementsprechend habe ich mich natürlich für den Nachbesatz hier entschieden und habe natürlich auch schon Planin drin und möchte natürlich jetzt kontinuierlich den Bestand ein bisschen aufstocken, weil anfangs, als wir den See hier damals gemacht hatten, wurde der Blasawai eigentlich ordentlich eingesetzt. Das ist dieser Catfish. Uns wurde damals gesagt, ist auch ein sehr beliebter Speisefisch. Meine Erfahrungen sind da anders. Wenn ich hier Blasawai, also diesen Catfish, aus dem See raushole und irgendjemand fragt, ob er auch von dem Fisch was haben möchte, schütteln alle bloß immer den Kopf. Die haben den Fisch also hier nicht so gern und von daher möchte ich eigentlich den Bestand von dem Tilapia ein bisschen aufstocken. Ist natürlich schwierig, weil der Blasawai sich hier in unserem See auch gut vermehrt. Und ja, grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Ich bin zufrieden, wenn sich die Fische hier vermehren. Ich weiß aber auch, dass der Planin sich hier ordentlich oder gut vermehrt, weil ich sehe hier immer wieder auch kleinere Fische oder halt schon bevor ich hier angefangen habe, mehr von dem Planin und Blattaptim einzusetzen, habe ich schon immer wieder kleine Fische von der Art gesehen. Somit vermehren die sich hier natürlich auch von alleine. Ist für mich einfach immer, wie gesagt, ein gutes Zeichen, dass die Wasserqualität und das Wasser hier stimmt. Das freut mich natürlich, wenn ich da trotzdem auch zusätzlich natürlich Fische hier in den See bekomme. Werde aber trotzdem kontinuierlich, jährlich immer wieder aufstocken. Und ja, ich denke, der See verträgt auch eine ordentliche Stückzahl an Fisch. Also dementsprechend mache ich mir darüber im Moment auch keine Sorgen. Es sind genügend Wasserpflanzen da. Die Fische werden auch jeden Tag von mir gefüttert. Und somit denke ich, ja, dass die Fische hier ganz gut abwachsen werden. Und das ist einfach der Grund, warum ich mich jetzt dieses Jahr auch wieder für den Planin und den Blattaptim entschieden habe, weil das doch einfach auch ein sehr beliebter Speisefisch hier ist und auch gerade für mich und für unsere Familie, die mögen diese Fischart und somit stocke ich natürlich da einfach ein bisschen auf. Das ist einfach so, warum ich mir für diese Fischart entschieden habe. Aber ich würde sagen, schaut einfach ein bisschen weiter das Video. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Forever. Ja, an der Stelle würde ich jetzt sagen, würde ich das Video so langsam beenden. Ich möchte mich trotzdem auf jeden Fall auch nochmal melden bezüglich meiner Hand bzw. meinem Finger. Ich möchte mich auf dem Weg auch nochmal ganz herzlich dafür bedanken, für die vielen Genesungswünsche, die mir da über die Kommentare zugesprochen wurden. Das hat mich tierisch gefreut, dass ihr euch da auch
Sorgen um mich macht, um meinen Finger, um meine Gesundheit. Das hat mich riesig gefreut. Kann euch aber sagen, der Finger ist soweit okay, kann jetzt auch schon mittlerweile wieder eine feste Faust machen, ohne dass ich großartig Schmerzen habe. Also ich gehe davon aus, dass ich da nichts Bleibendes bekommen habe davon, dass ich da wirklich keinen Splitter oder sowas in meinem Finger dort festgesetzt hat. Von daher bin ich glücklich, kann wieder arbeiten, ganz normal arbeiten. Ich denke, das habt ihr ja die letzten paar Videos auch schon gesehen. Ja, aber trotz alledem habe ich gedacht, wollte ich mich hier an der Stelle auf jeden Fall bei euch allen bedanken. Wie gesagt, habe mich tierisch darüber gefreut. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video jetzt hier gefallen hat. Auch mal was anderes. Ja, auch mal ein guter, schöner Besatz von unserem großen See, den wir hier haben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freut mich das. Freue ich mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Video natürlich auch wieder einschaltet. Und ich würde einfach sagen an der Stelle, ich wünsche euch natürlich auch einen ganz schönen Tag. Bleibt wie immer schön gesund da draußen, passt auf euch auf. Und ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer René aus Thailand. Forever, I watch you as you drive. Do you know I'm looking